Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Gesundheitsvideo von mir. Ich möchte euch heute einige Ratschläge geben, wie man Kinder von klein auf gesund ernähren und ihr Immunsystem stärken kann. Als allererster Punkt fällt mir dazu das Stillen ein, denn schon der Koran empfiehlt uns das zweijährige Stillen von Säuglingen. Gestillte Babys verfügen über eine deutlich gesündere Darmflora als Babys, die nicht oder nicht ausschließlich gestillt werden. Je gesünder jedoch die Darmflora, umso stärker das Immunsystem des Kindes und desto geringer nicht nur sein Infektionsrisiko, sondern auch sein Allergierisiko. Stillen ist die perfekte Art, Babys zu ernähren, und jede Mutter kann stillen, wenn sie es dann wirklich versuchen würde. Durch die Muttermilch bekommt ein Kind ein stabiles Fundament für sein späteres Leben. Gestillte Kinder sind in ihrem späteren Leben seltener von Allergien, Diabetes, Übergewicht und entzündlichen Darmerkrankungen betroffen. Als zweiten Punkt möchte ich den Körperkontakt zwischen Mutter und Kind anführen, der immens wichtig für das psychische und das physische Wohlergehen des Kindes ist. Denn durch den ständigen Körperkontakt mit der Mutter, sprich indem die Mutter das Kind möglichst in einem Tragetuch ständig mit sich herumträgt, nachts mit dem Kind, also neben dem Kind schläft und die Bedürfnisse des Kindes immer möglichst schnell erfüllt, indem es gestillt wird, wenn es Hunger hat, gewickelt wird und so weiter, indem es nicht unnötig schreien gelassen wird, wird das Urvertrauen des Kindes aufgebaut. Und dieses Urvertrauen und die Sicherheit prägen das Kind für sein restliches Leben. Und das wirkt sich positiv auf seine Seele und auf sein körperliches Wohlbefinden aus, sprich sein Immunsystem. Als dritten Punkt möchte ich das Impfen aufführen, das ich auf gar keinen Fall empfehlen kann. Die Meinung, dass Impfen ein Segen ist und uns vor Krankheiten schützt, wird durch die Pharmaindustrie mit Erfolg gestützt. Beim näheren Hinsehen jedoch wird deutlich, dass die Impfung uns keineswegs vor der Krankheit schützt. Im Gegenteil, sie macht uns krank. Die Gefahr, dass unsere Kinder durch die Impfung einen Schaden davon tragen, ist um das Vielfache größer als die Möglichkeit, an der Krankheit selber zu erkranken, gegen welche geimpft wird. Jede Impfung ist ein massiver Eingriff in das Immunsystem. Die Impfung erzeugt vor allem bei unseren Babys einen immunologischen Schock. Dieser führt zu Infektanfälligkeit, Allergien, Entwicklungsstörungen, Autoimmunerkrankungen, Gehirnschädigungen und vielem mehr. Es ist sehr bezeichnend, dass Krankheiten, bei denen unser Immunsystem beeinträchtigt wird, mit den vermehrten Impfungen immer weiter zunehmen. In den Beipackzetteln, welche Eltern aber praktisch nie zu Gesicht bekommen und deren Inhalt meistens nur der Arzt kennt, stehen viele der derzeit bekannten Nebenwirkungen. Aluminiumverbindungen wie zum Beispiel Aluminiumhydroxid, Antibiotika, abgeschwächte und tote Erreger, artfremde Eiweiße und Gifte wie Formaldehyd sind in den Impfstoffen zu finden. Den Möbelherstellern ist es verboten, Formaldehyd zu verwenden, da man seine krebserregende Wirkung kennt. Unseren Kindern aber darf man es direkt in die Blutbahn spritzen. Ebenso ist in fast allen Impfstoffen Thiomesal enthalten. Dies ist eine Quecksilberverbindung, die nur sehr schwer wieder aus dem Körper ausgeschieden werden kann. Thiomesal führt bei den Kindern zu Konzentrationsproblemen, Lernschwierigkeiten, Sprachproblemen, Logik fehlt, große Unruhe. Diese Symptome werden von den Psychologen als sogenannte Hyperaktivität diagnostiziert und der Schulmedizin wie selbstverständlich mit weiteren Medikamenten behandelt. Impfstoffe ahmen keineswegs eine natürliche Infektion nach. Jeder Impfstoff ist ein Cocktail aus vielen verschiedenen Inhaltsstoffen, wie er in der Natur nie vorkommt. Meist werden Impfstoffe in Muskeln gespritzt. Muskeln sind von der Natur nicht zur Abwehr von eindringenden Erregern vorgesehen. Argumente gegen das Impfen gibt es noch sehr viele, aber das würde den Rahmen hier sprengen. Vom Impfen möchte ich jedoch jedem stark abraten. Als vierten Punkt möchte ich ausreichend Schlaf hinzufügen. Schulkinder bis zum Alter von 15 Jahren sollten 10 bis 12 Stunden schlafen. Oft zeigt sich, dass Kinder, die weniger als 10 Stunden schlafen, deutlich weniger ausgeruht sind, nicht so ausgeglichen scheinen und mit Konzentrationsschwierigkeiten zu kämpfen haben. Nicht selten gesellt sich nach einer kürzeren Nacht dann auch noch Kopfweh hinzu. Ausreichend Schlaf ist für Kinder eine wichtige vorbeugende Maßnahme, um den anstrengenden Schulalltag ohne Kopfweh meistern zu können. Chronischer Schlafmangel kann auch das Immunsystem stark beeinträchtigen bei Kindern. Als fünften Punkt möchte ich ausreichende Bewegung hinzufügen. Kinder sollten täglich draußen spielen. Ohne Bewegung stehen sowohl die Nährstoffzufuhr als auch der Abtransport von Giften und Schlacken im Körper still. Ausreichende Bewegung ist eine elementare Voraussetzung für ein gesundes Leben. Die Bewegung einzelner Muskelgruppen stellt einen optimalen Reiz dar, die Leistungsfähigkeit der Organe und Organsysteme zu entwickeln und zu erhalten. Hier ist besonders das Herz-Kreislauf-System zu nennen, dessen Aktivierung die Sauerstoffaufnahme des Körpers deutlich erhöht und für eine Aktivierung des Stoffwechsels sorgt. Bewegung hilft dem Körper auch bei seiner Entsäuerung. Für Kinder ist dies umso wichtiger, weil dies auch einen seelischen Nutzen für sie hat. Kinder, die sehr viel draußen spielen, wachsen sehr viel gesünder auf als Kinder, die ständig vor
dem Bildschirm sitzen. Und damit kommen wir auch schon zu dem nächsten Punkt. Ich möchte nicht empfehlen, Kinder mit digitalen Medien aufzuziehen. Ich möchte stark davor warnen und empfehlen, Kinder so lange wie möglich von diesen digitalen Medien fernzuhalten. Denn diese sind ein Gift für die Kinderseele. Abgesehen davon führen sie auch zur Verdummung, weil Kinder damit ihr Gehirn abschalten und ihre Fantasie dadurch abgetötet wird. Als nächsten Punkt möchte ich die Hygiene anführen, die man bei Kindern nicht übertreiben sollte, da diese ein gewisses Maß an Keimen benötigen, um ihr Immunsystem zu entwickeln. Als nächstes kommen wir zur Ernährung und da möchte ich empfehlen, so viel wie möglich frisches Bio-Obst und Gemüse in den Speiseplan der Kinder zu integrieren. Und wenn man Kinder von klein auf mit frischem Obst und Gemüse aufzieht, dann lernen sie diese natürliche Ernährung zu lieben. Statt die Geschmacksnerven der Kinder mit ungesunden Süßigkeiten und Fastfood zu verderben, sollte man sich stattdessen lieber von frühesten Kindesbeinen an frisches Obst und Gemüse und an Rohkost gewöhnen. Wenn man Kindern keine Süßigkeiten, keinen Kuchen und keine ungesunden Fertigprodukte mit chemischen Zusatzstoffen gibt, dann werden sie es auch nicht kennen und werden es auch nicht vermissen. Das Geld, was man für diese ungesunden Dinge ausgeben würde, sollte man stattdessen lieber in frisches Bioprodukte, Obst und Gemüse investieren. Denn diese Früchte sind voller Nährstoffe und die bauen das Immunsystem des Kindes stark auf. Ferner würde ich versuchen, die Ernährung so grünlastig wie möglich zu gestalten, also viel grünes Gemüse wie Grünkohl und auch Brokkoli möglichst in Rohkostform in den Speiseplan zu integrieren. Denn Chlorophyll ist fast identisch mit unserem roten Blutfarbenstoff, dem Hämoglobin. Wenn wir also viel Chlorophyll in Form von grünem Gemüse aufnehmen, dann verbessern wir damit direkt die Qualität und auch die Quantität unserer roten Blutkörperchen. Gesundes Blut jedoch ist gleichbedeutend mit gesunden Organen und gesunden Körperfunktionen und somit die Basis für allumfassende Gesundheit und nur erreichbar, wenn grüne Pflanzen wieder ein wichtiger Bestandteil unserer Ernährung werden. Und damit kommen wir auch zu den Wildkräutern. Dazu hatte ich ja schon ein Video gedreht, das verlinke ich euch. Man könnte mit den Kindern wöchentlich zusammen in den Wald gehen und Wildkräuter sammeln, also essbare Wildkräuter. Auf diese Weise kommen sie nicht nur in engeren und gesünderen Kontakt mit der Natur, sondern sie lernen auch dieses heimische Superfood von klein auf kennen und lieben. Denn Wildkräuter enthalten eine Vielfalt an Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen und Aminosäuren. Kein Kulturgemüse kommt an die Gesundheit dieser wilden Kräuter heran. Wer daher wöchentlich mit seinen Kindern in den Wald geht und diese gesunden Wildkräuter sammelt und sie dann hinterher durch eine Graspresse zieht und diesen Saft den Kindern zu trinken gibt, der wird erfolgreich damit verhindern, dass seine Kinder öfters krank werden. Man sollte seinen Kindern täglich ein kleines Glas von diesen Wildkräutersäften geben. Man kann natürlich dazu noch zum Beispiel Äpfel oder Karotten verpressen, damit der Saft nicht ganz so bitter schmeckt. Und wenn die Kinder das gewöhnt sind, von klein auf diesen Saft immer trinken zu müssen, einfach als Medizin, dann werden sie sich so sehr daran gewöhnen, dass sie diesen Saft auch nicht mehr missen wollen, weil sie dadurch merken, dass sie nicht mehr krank werden, subhanallah. Diese Kräuter zu sammeln, danach zu waschen und sie dann zu verpressen, das ist ja auch eine aufregende Angelegenheit für Kinder. Kinder lieben so etwas, weil sie da richtig aktiv mithelfen können. Und auf diese Weise kann man ihnen dieses Superfood richtig geschmackvoll machen. Und wenn man sie wirklich täglich solch ein Glas trinken lässt, dann kann man sich die Arztbesuche wirklich sparen. Denn es gibt nichts Gesünderes als diese Wildkräuter. Denn sie sind doch so voller Nährstoffe, wie Allah sie erschaffen hat, weil sie von Menschen niemals kultiviert wurden. Subhanallah. Als nächstes möchte ich empfehlen, so viel wie möglich Sprossen auch mit in den Speiseplan eines Kindes mit integrieren. Auch hier können Kinder super mithelfen, indem man diese Körner einweicht in Wasser und sie dann keimen lässt. Mein Sprossenvideo werde ich euch auch verlinken. Und auch Sprossen sind sehr günstig zu ziehen, denn man muss ja nur das Korn kaufen, was meistens sehr günstig ist. Und dann erhält man am Ende meist doppelt oder dreifach so viel durch das Heranwachsen zu Sprossen. Wie ihr in meinem Video dazu sehen werdet, werden die Nährstoffe in den Sprossen potenziert durch das Keimen. Und alle schädlichen Stoffe, wie unter anderem zum Beispiel das Gluten, werden dadurch eliminiert. Deshalb sind auch Sprossen hochgesund und man sollte sie unbedingt in den Speiseplan eines Kindes mit integrieren. Man kann sie sogar am Ende zu Gras wachsen lassen und dann auch dieses Gras wieder entsaften. Das wäre praktisch, wenn man zum Beispiel nicht Lust hat, jede Woche jetzt Kräuter sammeln zu gehen. Als nächstes möchte ich empfehlen, die Chlorella-Alge mit in den Speiseplan zu integrieren. Die könnte man als Pulver zum Beispiel in diese frisch gepressten Kräutersäfte mit reingeben.
Die Chlorella-Alge hat den höchsten Chlorophyllgehalt von allen Pflanzen dieser Erde. Die unübertroffenen Chlorophyllmengen der Chlorella sind insbesondere für die Leber von immenser Bedeutung, denn sie schützen die Leberzellen vor den unzähligen Giften, die tagtäglich in den Körper gelangen. Ganz gleich, ob es sich um mit Spritzmitteln belastete Lebensmittel, um Zahngifte, Schimmelpilze, Umweltgifte oder andere chemisch-toxische Verbindungen handelt, Chlorophyll entgiftet sie alle und sorgt dafür, dass sie schnellstmöglich über den Darm ausgeschieden werden. Nicht nur, dass die Chlorella-Alge stark entgiftend ist, sie versorgt uns auch mit unglaublich viel Nährstoffen. Als nächstes möchte ich empfehlen, mein natürliches Antibiotikum, wozu ich auch mal ein Video gemacht habe, täglich dem Kind in verdünnter Konzentration in einem kleinen Glas trinken zu lassen. Ferner sollte man auch fermentiertes Gemüse immer zu Hause vorrätig haben und auch dieses immer in den Speiseplan des Kindes mit zu integrieren, denn das sind die natürlichen Probiotika, die für eine gesunde Darmflora des Kindes sorgen. Auch den Honig sollte man natürlich zu Hause haben, um damit zum Beispiel gesunde Süßigkeiten und Tees zu süßen. Denn wie wir schon aus dem Koran und der Sunna wissen, liegt im Honig sehr viel Heilung. Denn der Honig ist eine sehr gute Alternative für den ungesunden Haushaltszucker. Zucker hat viele negative Auswirkungen auf den Körper. Er macht schlaff, antriebslos, müde, depressiv und krank. Zucker kann die folgenden Symptome auslösen oder an deren Entstehung mitbeteiligt sein: unerklärliche Müdigkeit, Antriebs- und Energielosigkeit, Depressionen, Angstzustände, Magen- und Darmprobleme wie Völlegefühle, Blähungen, Durchfall und Verstopfung, Haarausfall, Hautkrankheiten, Pilzbefall, Menstruationsbeschwerden, Nervosität, Schlafstörungen, Konzentrationsschwäche bis hin zu geistiger Verwirrtheit und andere mehr. Was von besonderem Interesse ist, der Körper wird anfällig für Infektionskrankheiten. Sein Immunsystem ist am Boden und nicht mehr fähig, den Körper angemessen zu schützen. Deshalb möchte ich stark empfehlen, den Kindern alle ungesunden Süßigkeiten und Backwaren vorzuenthalten. Es gibt keinen Grund, sie ihnen zu geben, denn wenn sie sie nicht bekommen und nicht sehen, dann werden sie sie auch nicht vermissen und auch nicht benötigen. Wenn man trotzdem der Meinung ist, man sollte seinen Kindern Süßes geben, dann kann man ihnen stattdessen gesunde Süßigkeiten geben, wie diese gesunden Kokoskugeln zum Beispiel, die ich hier selbst angefertigt hatte. Sowas könnte man zusammen mit den Kindern zum Beispiel anfertigen, denn diese Kokoskugeln bestehen nur aus gesunden Zutaten und der Zucker wird dort mit Xylit ausgetauscht. Je mehr man solch gesunde Dinge mit den Kindern zusammen anfertigt, umso gesundheitsbewusster werden sie und umso mehr Verantwortung werden sie auch im Haushalt übernehmen. Eine weitere gesunde Süßigkeit wäre zum Beispiel dieses Fruchtleder, wo nur die Fruchtsüße zum Einsatz kommt, oder zum Beispiel auch diese Superfood-Pralinen, die auch nur mit Datteln gesüßt werden. Die Videos dazu werde ich euch alle verlinken, inshallah. Ferner möchte ich euch stark von Weißmehlprodukten abraten. Weißmehl ist ein isoliertes Produkt mit einem sehr hohen Kohlenhydratanteil. Ballaststoffe sind weit und breit nicht zu sehen. Folglich wird die Stärke im Dünndarm sehr schnell in Zucker aufgespaltet. Dieser gelangt ungebremst ins Blut, wo er den Blutzuckerspiegel ähnlich rasch in die Höhe treibt, wie das gewöhnliche Haushaltszucker macht. Deshalb ist Weißmehl genau wie der Haushaltszucker ein Gift für den Körper und er ist verantwortlich für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Arteriosklerose und Diabetes. Alle möglichen Krankheiten werden dadurch begünstigt, wie rheumatische Gelenkbeschwerden, Augenkrankheiten, Gallensteine, Zahnfleischprobleme und vieles andere mehr. Auch das berüchtigte Gluten ist natürlich in Weißmehl enthalten, das unsere Gedärme zusammenklebt. Auch machen Weißmehlprodukte süchtig, dick und unfruchtbar. Wo immer man daher kann, sollte man Vollkornprodukte verwenden oder diese auch selber herstellen. Auch da können die Kinder sehr gut mithelfen. Ich verlinke euch auch dieses gesunde Vollkornsaatenbrot und auch Vollkornpasta. Gerichte sollte man stattdessen herstellen. Noch besser wäre es allerdings, die glutenfreien Vollkornreisnudeln zu kaufen. Denn das schädliche Gluten ist ja leider auch noch im Vollkornmehl enthalten. Deshalb wäre es allemal besser, die glutenfreien Vollkornreisnudeln zu verwenden. Wenn die Kinder von klein auf gewohnt sind, Vollkornprodukte zu essen, dann werden sie nie diese Weißmehlprodukte vermissen, die ihrer Gesundheit nur schaden würden. Als nächsten Punkt würde ich empfehlen, Vitamin C als Nahrungsergänzungsmittel ab und zu auch mit Rohkostspeisen zu geben, wenn man nicht wirklich genug Obst und Gemüse zu sich nimmt. Vitamin C ist ein starkes Antioxidant und hilft dabei, das Immunsystem zu stärken. Und wenn man sich nicht leisten kann, immer nur Bio-Obst und Gemüse zu kaufen, dann sollte man wenigstens dieses Bio-Camu-Camu-Pulver kaufen. Denn die Camu-Camu-Frucht hat die höchste Vitamin C-Konzentration aller Früchte dieser Erde. Und
Und deshalb kann ich euch nur empfehlen, täglich ein oder 2 Teelöffel von diesem Camu-Camu-Pulver zum Beispiel in den Smoothie zu geben. Wie diesen gesunden, leckeren Detox-Smoothie, den werde ich euch auch verlinken. Den könnt ihr zum Beispiel auch für eure Kinder vorbereiten. Den werden die Kinder auch lieben. Denn der ist nicht nur sehr gesund, er ist auch sehr, sehr köstlich im Geschmack. Die gesunden Zutaten darin werden auch das Immunsystem sehr stärken. Ferner möchte ich empfehlen, auch den Kindern von klein auf selbstgemachte Cremes wie diese Aloe Vera Creme zum Beispiel auf ihre Haut zu schmieren, anstelle von irgendwelchen gekauften, ungesunden Cremes, die voller Chemikalien sind und die bei Kindern natürlich noch schwerwiegender zum Tragen kommen würden. Auch herkömmliche Kinder- und Babycremes sind nicht frei von diesen ungesunden Zusatzstoffen. Als ein gutes natürliches Antibiotikum für äußerliche Zwecke könnte ich zum Beispiel auch das Teebaumöl hier empfehlen, was man als gutes Hausmittel für Wunden, Insektenstiche, für Erkältungen, um die Brust damit einzureiben und so weiter und so fort anwenden kann, gerade bei Kindern. Allerdings sollte man es stark verdünnen, das heißt, man sollte 1 Teil Teebaumöl und 2 Teil ein anderes hochwertiges Öl verwenden, wie zum Beispiel Schwarzkümmelöl und Olivenöl. Denn es wirkt sowohl antiviral, antimykotisch und antifungal. Ebenso empfehlen möchte ich auch die Zahncreme selbst zu machen für die Kinder, damit sie auch von diesem giftigen Fluorid und allen anderen chemischen Zusatzstoffen in der Zahnpasta verschont bleiben. Denn diese gelangen über die Mundschleimhaut in den Körper. Das Video zur selbstgemachten Zahncreme auch für Kinder werde ich euch auch verlinken, inshallah. Ansonsten möchte ich auch empfehlen, weitgehend auf Hausmittel zurückzugreifen, wenn das Kind dann mal eine Erkältung hat oder Ohrenschmerzen zum Beispiel, dann könnte man so ein Zwiebelsäckchen sehr gut selbst machen und auf das Ohr halten, das hilft sehr gut bei Ohrenschmerzen. Bei Husten könnte man zum Beispiel eine klein geschnittene Bio-Zwiebel zusammen mit Honig vermischen und in ein Sieb geben und dann der Saft, der dann unten raustropft, diesen Saft könnte man sehr gut gegen Husten verwenden. Bei leichten Beschwerden der Kinder wäre es immer zu empfehlen, zuerst auf Hausmittel zurückzugreifen, bevor man zum Arzt geht und sich Medikamente verschreiben lässt, die voller Nebenwirkungen sind. Denn auch dies bewahrt das Immunsystem davor, unnötig geschwächt zu werden. Ansonsten möchte ich noch empfehlen, destilliertes Wasser zu trinken und sich unbedingt ein Destilliergerät zu Hause anzuschaffen, damit auch die Kinder in den Genuss dieses reinsten Wassers überhaupt gelangen. Und damit ihre Körper verschont bleiben vor den vielen Schadstoffen im Leitungswasser, wie radioaktive Stoffe, Schwermetalle, Medikamentenrückstände, Hormone und andere Schadstoffe, die ihrer Gesundheit nur schaden würden. Abgesehen von den schädlichen Schadstoffen sollte das Wasser auch so frachtarm wie möglich sein, sprich ohne Mineralien, denn das Wasser dient als Transportmedium im Körper. Denn es muss die Nährstoffe aus dem Darm über das Blut in die Zellen rein transportieren und auf dem Rückweg die Schadstoffe der Zellen aus dem Körper wieder auszuleiten. Diese Aufgaben kann das Wasser am besten erfüllen, wenn es so wenig wie möglich beladen ist mit Mineralien oder Schadstoffen. Reinstes destilliertes Wasser trägt daher einen großen Teil dazu bei, das Immunsystem der Kinder zu stärken und ihre Körper zu entgiften und zu entschlacken. Das Video dazu werde ich euch ebenfalls unten verlinken, inshallah. Eine ansonsten naturnahe Ernährung und Erziehung der Kinder mit einem großen Rohkostanteil und wenig Fertigprodukten und viel Bewegung an der frischen Luft tragen viel dazu bei, das Immunsystem der Kinder zu stärken. Das waren die wichtigsten Vorschläge, die ich zu machen habe in Bezug auf das Stärken des Immunsystems bei Kindern. Damit hoffe ich, dass ich euch auch hier wieder von Nutzen sein konnte und euch einige Inspirationen zur gesunden Ernährung eurer Kinder geben konnte. In diesem Sinne wünsche ich euch und euren Kindern gute Gesundheit und dann sehen wir uns inshallah wieder beim nächsten Video. Liebe Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.